In meiner Reihe Kartenfalttechniken kurz und knackig zeige ich dir heute eine ganz schnelle Easelkarte. Das ist eine Aufstellkarte. Wie du die basteln kannst, wie gesagt, das kommt jetzt kurz und knackig, vielleicht auch locker flockig, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Eine Easelkarte, eine Aufstellkarte steht auf dem Plan. Diese heute hier ist besonders materialeffektiv und wirklich ganz schnell gebastelt. Das Einzige, was vielleicht etwas Zeit braucht, ist das Bild, aber da kannst du ja auch ein ganz anderes Motiv nehmen. Ich habe hier nochmal meine lustigen singenden Mäuse, habe auch schon ein Motiv fertig. Easelkarte heißt Aufstellkarte. Könntest du auch so rumfalten, dann hättest du hier noch Möglichkeit weiter zu gestalten. Aber ich habe sie so und würde sie so flach falten. Okay, was brauchst du dazu? Ein Kartenrohling. Bei mir sind die gängigen Größen immer fertig gefaltet 10,5 mal 14,85. Also bekomme ich zwei Karten aus einem A4-Blatt. In diesem Fall habe ich sie quer, also so rum geteilt, dass da oben wäre die zweite dran. Du könntest sie natürlich auch längst schmal teilen. Dann hättest du so eine Aufstellkarte wie hier. Jeweils in den Maßen fertig dann 10,5 mal 14,85. Das heißt, mein Rohling ist dann also 14,85 mal 21 cm. In der Mitte bei 10,5 ist meine Falzlinie. Und dann lege ich mir einfach eine Falzlinie nochmal an bei 5,25. Und somit ist mein Falz für die Mechanik schon gegeben. Fertig, das liegt wunderbar. Variante habe ich dir gezeigt. Du könntest es auch so gestalten, dass du hier noch mehr gestaltest, aber wir legen es so flach. Außerdem brauche ich zwei Mattungen. Die nehme ich dann 5 mm kleiner in jede Richtung, also 10 mal 14,3 cm. Da gebe ich mich gerade nicht mehr so mit den halben ab. Aber das kannst du natürlich auch machen. Du kannst dich noch mit den halben abgeben. Kleben wir das eine hier innen rein, machen wir gleich. Und auf das zweite kleben wir das Motiv und das ist praktisch 9,5, wieder 5 mm kleiner mal 13,8. Und das kleben wir hier mal locker auf. Ich habe das, siehst du gerade, wo ich es umgedreht habe, mit den Stampin' Blends koloriert. Außerdem habe ich die Plusterfarbe Schneeakzente verwendet. Wie du die einsetzen kannst, das verlinke ich dir, tada, da oben beim i, wo mein Bild ist, verlinke ich dir das, wie gesagt. Und du kannst noch mal kurz und knackig schauen, wie du die Plusterfarbe verwenden kannst. Okay, ein Motiv ist aufgeklebt, das zweite Motiv kommt oben drauf und während die Musiker unter uns schon überlegen, was da wohl wieder schief gegangen ist, zeige ich gleich. Kann natürlich auch sein, dass ich fehle manchmal, dass in meinem Kopf so ein Schnippchen spielt, aber eigentlich behaupte ich mal, nach so und so vielen Jahren Klavierunterricht und Gitarrenunterricht und Flötengedödel, behaupte ich mal, mit den Noten ist was schief gegangen. Korrigiere mich, wenn nicht, aber also eine Note mit Kopf und Schwänzchen, und das sind ja beides Schwänzchennoten, mit leerem Kopf, das kann es doch nicht geben, oder? Das bedeutet, ich werde hier mal schnell die Köpfe schwarz machen. Ja, ich könnte sie natürlich auch bunt machen, aber jetzt ist schwarz. Ich glaube, dann bin ich glücklich. Wie gesagt, falls ich da wieder was vergessen habe oder was falsch gemerkt habe, korrigiere mich gern. Ich lerne ja immer noch gern dazu. So, die Köpfchen sind ausgemalt und schon bin ich wieder glücklich. Mal gucken, dass ich die Schneeflocken, die ich hier rangemalt habe, nicht koloriere. Denn schwarze Schneeflocken, dann müsste wirklich der Himmel sehr dunkel sein. Okay, so, jetzt das Easel-Element. Wichtig ist, dass wir diesen Falz hier gut flach kriegen. Schaffen wir. Und wir sparen uns ja eine komplette Platte, die könnten wir draufkleben, dann wären beide Seiten gleich. Aber ich fand das mal witzig, das so zu haben, dass ich praktisch hier auf eine Schicht verzichte und das so aufstellen kann und der Rand ist gleich kleiner. Sieht eigentlich für mich stimmig aus. Jo, der Moment für das doppelseitige Abreißklebeband, weißt ja, das wird hier immer benutzt. Da schaue ich einfach, dass ich nicht in die letzten 3 mm am Rand komme, weil da, wie wir eben schon feststellten, haben wir ja auf eine Kartenunterlage verzichtet und nur unser Motiv. Jetzt ziehen wir das Schutzfolie noch ab.
Im besten Fall schmeißen wir sie gleich weg und nicht auf den Fußboden. Da muss man nachher weniger aufräumen. Und da ich die Mattung innen schon drin habe, weiß ich ja, wo die genau sitzt. Die soll ja nicht rausgucken. Und dann mittel ich das hier mal gut aus. So, wunderbar. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und jetzt kommt noch das Element, dass wir einen Easel, also eine Aufstellmechanik hinbekommen. Da habe ich hier schon mal was vorbereitet. Bei dieser Karte habe ich das einfach so hingeklebt. Da kommt unser Gruß drauf und an dem hält dann auch die aufgestellte Karte. Könnten wir überlegen, ob wir hier noch mit Tannenbäumchen arbeiten. Müssten dann aber bedenken, dass die Bäume ja auch noch eine Spitze haben. Aber wir könnten es ja so machen, dass das wie ein Banner dazwischen hängt. Kann man auch machen. Ja, überlegen wir uns jetzt mal schnell, weil es soll ja kurz und knackig und schnell sein und trotzdem nicht so, dass du das Gefühl hast, ich verfalle hier in Hektik. Also tue ich weiter ganz gechillt, klebe hier mal meine Klebepunkte drauf, messe die Bäumchen aus. Ach, Mann, klebe ich die Bäumchen auch noch auf, mit Abstand vielleicht, dann ist das noch ein bisschen höher. Auf Bling Bling verzichte ich heute mal. Warum? Weil wir haben ja schon Schneeflocken vorne drauf. Und dann haben wir gleich eine Easelcard fertig. Ich finde alle Karten schön, jede Kartenform. Ich finde es aber eben auch schön, wenn man einfach so eine Karte hat, die eben noch ein bisschen was Besonderes hat. Und die, wie gesagt, kann man so hinstellen. Und kann man so hinstellen, ist ja immer doch ein bisschen schön. Oder wie findest du das? So, kann man so hinstellen. Jetzt nehme ich meine Unterlage. Es gibt ja dieses karierte Papier von Stampin' Up. Es gibt auch schöne Unterlagen. Hier ist eine. Dann hatte ich ja gesagt, der Baum soll so mit oben übereinstimmen. Das heißt, ich klebe das schon ein bisschen weiter höher. Das ist also 4 cm Bäume. Also weiß ich, bis dahin sollte ich schon kommen. Und dann mittel ich das Ganze aus. Hat es funktioniert? So gut wie. Den Rest siehst du natürlich. Dann klebe ich das gerade da drauf. Und jetzt kommen meine Bäumchen vorne dran. Und Tatsache haben wir das so hingekriegt, dass wie ein Banner meine Schrift dazwischen steht. Und das Ganze, ja, so passt, oder? Ja, kurz und knackig soll es sein. Die Karte ist fertig. Jetzt ist an dich die Farbe. Ich bin ja wirklich ein Fan von Blau, aber in Weihnachten kombiniert. Also ich finde es auch witzig, oder? Was würdest du sagen? Welche ist schöner? Welcher ist stimmiger? Haben wir hier noch so ein schönes Wuschelband. Ja, das ist noch so ein bisschen. Das würde ich da drüben wahrscheinlich so ein bisschen hinsetzen. Aber ich bin noch nicht fertig, wie ich das ein bisschen kläre. So, jetzt machen wir hier noch eine kleine Mause-Party zum Schlussbild. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Schreib mir, wenn du neben kurz und knackig noch was Ausführliches zu dieser Kartenform haben möchtest. Oder wenn dir das so reicht, sag's mir einfach. Ich freue mich auf jede Rückmeldung und für jedes Feedback. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.